Hallo und herzlich willkommen, ich bin Ben von Baumann Dental und in diesem Video zeige ich Ihnen eine kurze Einführung in unsere neue Software Magic Model 3D. Mit Magic Model 3D gestalten Sie in wenigen Minuten Ihr Sägemodell. Der geführte Workflow in Magic Model 3D macht das Designen von Sägemodellen extrem komfortabel und schnell. Mit Klick auf das Pluszeichen im oberen linken Eck beginnen Sie einen neuen Auftrag. Dieses Fenster navigiert Sie durch alle Schritte der Bearbeitung. Hier können Sie Patientennamen eingeben, den Techniker ändern oder auch Kommentare hinzufügen. Durch Klick auf Weiter gelangen Sie zum nächsten Schritt. Durch Klick auf die entsprechende Schaltfläche fügen Sie Ober- und Unterkiefer ein aus den angelieferten Oralscans. Mit Hilfe dieser Würfel können Sie schnell die Ansicht und Ausrichtung Ihrer Modelle ändern. Natürlich können Sie die Modelle auch frei verschieben, durch Klicken und Ziehen mit der Maus. Jetzt folgt das Beschneiden des Scans. Über dieses Feld lassen sich Ober- und Unterkiefer jederzeit ein- und ausblenden. Auch eine transparente Ansicht ist verfügbar. Durch Klicken und Ziehen markieren Sie die zu beschneidenden Anteile. Innerhalb der gesetzten Umrandung wird der Scan beschnitten. Durch erneutes Klicken auf die Schaltfläche Scan beschneiden können Sie weitere Anteile Ihrer Modelle beschneiden. Als nächstes soll der Unterkiefer beschnitten werden. Hierzu blenden Sie sich über die Schaltfläche den Oberkiefer aus und den Unterkiefer hingegen wieder ein. Okklusale Kontakte können Sie sichtbar machen, wenn Sie auf die Schaltfläche Durchdringung anzeigen klicken. Die rote Fläche zeigt deutlich einen Frühkontakt an. Übrigens, achten Sie auch immer auf den Text, der eingeblendet wird in der oberen rechten Ecke. Dieser gibt Hinweise auf Zusatzfunktionen und über welche Tasten oder Mausklicks Sie diese erreichen können. Durch Drücken der Enter-Taste können Sie jetzt zum Beispiel ein Einschleifprotokoll im PDF-Format erstellen. Zum nächsten Schritt gelangen Sie wieder durch Klicken auf Weiter. Jetzt folgt das Festlegen der Okklusionsebene. Die wird üblicherweise im Unterkiefer bestimmt, weswegen ich mir den auch wieder einblende. Mit der Maus werden 3 Bezugspunkte markiert. Die daran erzeugte Okklusionsebene kann anschließend mit dem Mausrad in der Höhe korrigiert werden. Durch Ziehen des Pfeils mit der Maustaste kann außerdem die Okklusionsebene gekippt werden. Nun müssen Sie die Medianebene festlegen. Über Ausblocken können Sie eine Einschubrichtung festlegen und diese ausblocken lassen, was aber in diesem Fall für die nächsten Schritte nicht nötig ist. Im 4. Schritt kann manuell ausgeblockt werden. Es können Geometrien und Konstruktionen angefügt werden, sowie auch Wachslayer. Jetzt im 5. Schritt wird endlich die Magic hinzugefügt. Ist der Punkt bei Oberkiefer aktiviert, kann im Oberkiefer ein Sockel ausgewählt werden. Gemeint ist in diesem Falle die Pin-Basisplatte. Bei Form findet sich ein Dropdown-Menü.
Hier kann zwischen der Evoprint Pin-Basisplatte Small oder Large gewählt werden. Die Evoprint Pin-Basisplatte wird hiernach automatisch eingefügt. An dem gelben Punkt kann durch Rechtsklick und Ziehen mit der Maus der Sockel gedreht werden, mit Linksklick kann er hingegen verschoben werden. Hier in rosa sehen Sie außerdem den Verstärkungskörper. Dieser soll garantieren, dass um die Pins immer eine Mindestschichtstärke an Material aufgebaut wird. Dieser Körper ist auch ein Indikator dafür, ob eventuell Pins durch den Zahnkranz ragen, was kritisch sein kann im Bereich eines Stumpfes. Daher lässt sich die Pin-Basisplatte leicht in der Höhe korrigieren mit Hilfe des Mausrades. Wie Sie hier zum Beispiel sehen, würde die Präparation in Mitleidenschaft geraten, also muss die Basisplatte etwas nach unten versetzt werden. Soll nun der Unterkiefer gesockelt werden, muss der Punkt bei Unterkiefer gesetzt werden. Die lilanen Zylinder sind im Übrigen Drain Holes, Abflusslöcher, die beim Druck im Modell ausgespart werden. Diese sorgen dafür, dass Resinrückstände aus den Pinlöchern problemlos ausgewaschen werden können. Sollten Verstärkungskörper und Drainholes nicht gewünscht sein, können diese deaktiviert werden durch Setzen der Haken. Über die Funktion Fixieren werden Artikulationsstützen an das Modell angebracht. Im Dropdown-Menü können Sie sich die Stütze in der passenden Länge aussuchen. Mit diesen lässt sich das Modell fixieren, um später im ARTI einartikuliert zu werden. Ist die Artikulationsstütze rot, kann sie dort nicht platziert werden. Offene Verbindungen der Ansatzpunkte werden automatisch geschlossen. Im nächsten Schritt kann die Präparationsbrandung, also die Prep-Grenze, aus Programmen wie Exocad übernommen und noch optimiert werden. Wenn gewünscht, können Sie über die Einstellung auch eine Hohlkehle um die Präparation einfügen lassen. Im 7. Schritt werden über Schnittebene festlegen die Sägeschnitte gesetzt. Durch Klicken auf die roten Punkte können Sie den Sägeschnitt anpassen. Hier würde der Sägeschnitt den Kontaktpunkt und auch die Prep-Grenze touchieren. Daher kann über den mittleren roten Punkt und dem Mausrad der Sägeschnitt gekippt werden. Um im Unterkiefer Sägeschnitte zu setzen, muss der Punkt bei Unterkiefer gesetzt werden. Über den Punkt Stärke können Sie die Dicke des Sägeschnitts anpassen. Soll der Sägeschnitt nicht völlig das Segment zerteilen, sondern noch eine Verbindung aufweisen, können Sie ein Offset setzen. Auch ist es möglich, eine Verbindung über einen Zylinder oder einen Würfel zu belassen. Im Unterkiefer sehen Sie den Offset im Sägeschnitt, wobei die Sägeschnitte im Oberkiefer völlig durchgehend sind.
Haben Sie den Gegenbiss als Hohlmodell gestaltet, können Sie auch Abflusslöcher hinzufügen. Mit dieser Funktion lässt sich das Modell gravieren, den Text können Sie frei bestimmen, außerdem ob die Gravur erhaben oder vertieft sein soll. Zum Schluss haben Sie noch die Möglichkeit, über die Funktion Modelle fertigstellen, in Verbindung mit der Lupenfunktion am Modell Material aufzutragen oder zu entfernen oder gar die Oberfläche zu glätten. Hierüber lassen sich beispielsweise Frühkontakte einschleifen. Optimal ist es, wenn alle Kontakte grün sind. Zum Abschluss exportieren Sie die Modelle als STL-Files, welche Sie dann zu Ihrem Drucker uploaden können. Zum Abschluss noch ein Pro-Tipp: Über den Reiter Objekte lassen sich Tastatur-Shortcuts einblenden, über die Sie Funktionen schneller erreichen können, für den geübten Techniker. Damit schließe ich die Einführung und bedanke mich ganz herzlich für Ihr Interesse an Magic Model 3D. Ich bin Ben vom Baumann Dental. Machen Sie es gut!